Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder in den Alpen unterwegs und wollen uns alte Befestigungen und Bunkeranlagen anschauen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und nehmen euch heute hier in diesem Video einfach mal mit. So, und wie es der Zufall so will, stehen wir hier auch schon vor dem ersten Eingang. Allerdings habe ich das getestet, ist das Ganze leider hier richtig zu, das ist hier vernietet und auch zum Teil verschweißt. Dann kommen wir nicht ran. Wir haben aber hier noch richtig alten Stacheldraht hier aus der Zeit. Ihr könnt das hier erkennen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also man sieht hier auf jeden Fall die Hinterlassenschaften. Und hier geht es weiter. Hier sieht man auch noch einen alten Pin. Schauen wir mal hier. Hier ist nämlich auch noch ein Zugang. Mal gucken, ob wir da mal irgendwie reingucken können. Tatsächlich kommen wir hier runter in den Bunker. Ja. So, wie ihr sehen können, wir sind jetzt gerade von hier oben runtergekommen und gehen jetzt hier durch einen schmalen Zugang. Es mutet fast an, als ob das mal ein Notzugang war, beziehungsweise ein Notausgang. Hier sind überall riesige Höhlenspinnen. Die sind schon wirklich sehr, sehr groß. Und hier haben wir wie so eine Art Abwasserkanal. Sehr niedrig die Decke hier, also ich muss wirklich in der Hocke gehen. Da ist auch schon Wasser reingelaufen. Aha. Hier ist sogar noch ein bisschen Technik, also das ist jetzt ein Bunker des Vallo Alpinos, der von der NATO nachgenutzt wurde. Also hier gab es wahrscheinlich auch einen Notausstieg. Hier gibt es irgendwie so Sockel, hier ist irgendwas verschraubt worden hier oben. Vielleicht gab es hier oben auch einen Gefechtsstand. Hier steht aber irgendwas mit Telefon. Sehr interessant. Hier ist für die Nahbekämpfung, für den Eingangsbereich. Ja, also wenn man jetzt hier diese Verkabelung sieht, dann ist das immer ein eindeutiges Indiz, dass der dann von den NATO-Streitkräften weiter ausgebaut und benutzt wurde. Hier auch nochmal eine ganz massive Tür, die so kästchenmäßig angeordnet ist. Also man muss hier wirklich sehr gebückt gehen. Wow. Da, wer Italienisch beherrscht, der weiß jetzt wahrscheinlich, was da steht. So, und hier muss man auch schon mal ein bisschen aufpassen. Wir haben hier an der Seite, wenn ihr das erkennen könnt, einen Skorpion, einen kleinen. Deshalb vorsichtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie sich das Gift von diesem Skorpion auswirkt, ob das schon so stark ist. Zumindest könnte es eine allergische Reaktion hervorrufen. Okay, gehen wir hier nochmal eben kurz weiter, wo wir gerade stehen geblieben sind. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was hier so an den Wänden hängt. Nicht, dass mich da so ein Krübel erwischt oder mir irgendwo in die Kleidung reinkriegt. Ja, hier wie gesagt steht irgendwas auf Italienisch. Shuttere con gruppo in moto. State gruppo 5 Minuten prima. Irgendwas mit 5 Minuten, irgendeine Zeitangabe, um den Ausgang zu erreichen. Naja. Wir werden es euch auf jeden Fall im Video einblenden.
Hier schien höchstwahrscheinlich das Filtersystem gestanden zu haben. Hier steht auch wieder was dran. 1 Minute, irgendwas. Filtersystem oder was anderes, ne? Sieht auch ein bisschen komisch aus. Ne, das könnte ein Aggregat gewesen sein hier, ja. Auch hier die Beleuchtung noch. Also, ich muss hier mal gucken, dass ich die Kamera auch vernünftig halte, weil ich muss hier wirklich sehr gebeugt, ihr seht es. So stehe ich gerade hier aktuell. Ah, schaut mal, das ist die Klappe, wo wir vorhin gerade standen. Okay. Gucken wir mal hier den Boden ab. Nicht, dass da auch irgendwas Komisches hier liegt. Oh, hier seht ihr auch mal, das ist eine riesige Spinne hier. Ja, die habe ich nicht aufbekommen, die ist verschraubt. Oh ja, riesige Spinne. Nö. Und Nacktschnecken ist alles irgendwie riesig. Okay. Gut, also hier oben standen wir gerade. Also so wie es wirkt, ist da wahrscheinlich nur so ein Gefechtsstand gewesen. Wie ihr sehen könnt, es ist die ganze Zeit am Regnen, aber wir sind halt entsprechend ausgerüstet und von daher passt das schon. Wir gehen auch davon aus, dass es immer wieder regnet in der Region. Das passt soweit. Wir werden jetzt noch zu einer alten Festung gehen, die hier auch schon vor dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde und hier praktisch zusammen mit den Bunkern einen wichtigen Sperrgürtel einfach bildet, schon seit Ende des 18. Jahrhunderts, soweit ich weiß. Und um diese Festung drumherum gibt es noch 1, 2 andere Bunker. Da werden wir schauen, ob wir auch noch diesen Zugriff bekommen können, ob die Zugänge da noch offen sind, so dass wir die ganzen Anlagen uns anschauen können, und machen uns jetzt erstmal Richtung dieser Festung auf und werden die jetzt erstmal erkunden. Also bleibt dran. Wir nähern uns jetzt hier der Festung und jetzt haben wir hier schon die ersten Sachen entdeckt. Man kann hier erkennen, dass hier der natürliche Fels ist und hier ist so ein bisschen wie Zement, wo man das Ganze abgesichert hat, und hier tauchen schon 2 Scharten auf und hier vorne ist auch nochmal ein kleiner Anbau mit 2 Schießscharten. Ja, und dann könnt ihr mal wieder sehen, wie professionell das Ganze halt abgetarnt ist, ne? Das ist wieder dieses typische Vallo Alpino. Ihr habt hier praktisch eine kleine Stahlverstrebung als Tür, die hier eingehakt ist. Und da ist die Schießscharte, höchstwahrscheinlich für einen MG. Aber ich muss immer mal wieder hier die Linse sauber machen, sonst ist die hier beschlagen, dann seht ihr nichts. So, wenn ich das jetzt hier ranmache, dann könnt ihr sehen, wie sich das hier einfügt. Hier oben ist halt noch ein bisschen was abgebröckelt, aber von der Entfernung ist sowas halt gar nicht zu erkennen. Das gleiche hier noch in größerer Form. Das bedeutet, wir haben hier, es könnte eine Panzerabwehrkanone sein. Von der Größe her seht ihr wahrscheinlich auch wieder nichts, weil ich hier keine Taschenlampe aktiviert habe. Kleinen Moment. Da. So, da habt ihr so einen Seilzug auf beiden Seiten. Da ist das Drahtseil noch dran, hier nicht mehr. Und dann wird das hier praktisch von innen auf und zugezogen. Es kann hier eine leichte Panzerabwehrkanone verbaut gewesen sein oder hatte man verbauen wollen. Ich weiß jetzt nicht, es gibt einige Bunker der NATO-Streitkräfte, die das damals übernommen haben. Da wurden auch wirklich Kanonen noch eingesetzt, aber Großteil der Bunker ist das halt nicht der Fall gewesen. Auch hier wieder eine große Schade. Das ist im Prinzip jetzt, wenn man das genau betrachtet, der zusätzliche Anbau, der dann noch hier erfolgt ist, unterhalb des eigentlichen Forts. Man hat jetzt praktisch hier den Gürtel, wenn man jetzt hier hochgeht,
diese Schaden mit für die Panzerabwehrkanonen, die praktisch hier in dieses Tal, zu diesem Zufahrtsweg hier in das Tal, praktisch abgesichert haben. Man muss sich die Bäume natürlich wieder wegdenken. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, hier oben tauchen jetzt die ersten Ausläufer der Festung auf. Und so wie es aussieht, nähern wir uns jetzt hier auch schon dem Hof, sage ich jetzt mal, den Bereich. Das ist eigentlich schon wahrscheinlich die Mitte der Festung, nehme ich mal an. Ja, schauen wir mal. So, hier gibt es jetzt irgendwie einen Zugang. Also dieses Fort ist in zwei Werke geteilt, A- und B-Werk. Hier ist auch schon wieder zu sehen eine Scharte. Und hier gibt es einen großen Zugang. Was hier, ich sehe da auch schon die Kabel wieder drin, die da von der NATO nachgenutzt wurde. Oh hey. Ja, da müssen wir jetzt erstmal die Taschenlampen zücken. So, dann geht's mal rein hier in die gute Stube. Oh. Okay, also man sieht hier, da habt ihr wieder die Kabellage. Und jetzt haben wir hier gleich, ja, höchstwahrscheinlich für ein Aggregat. Ja. Und dann ist hier gleich auch irgendwas für Belüftung. Natürlich alles schon wieder abgebaut. Aber man hat hier immer noch Technik drin. Also hier gibt es keine Kabeldiebe oder so im Blödsinn. Auch die Türen sehr massiv hier. Damit hier der Bereich, wo die Gerätschaften drin stehen, auch nicht bei irgendwelchen Explosionen, Angriffen in Mitleidenschaft geraten. Ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie viele verschiedene Typen es an Stahltüren gegeben hat. Es sind immer wieder irgendwie andere Modelle. Und jetzt hat man hier wie eine schöne betonierte Lauffläche, wo man jetzt hier in diesen Stollen, in dieser Strecke hier laufen kann. Hier an der Seite aller 2 Meter eine Beleuchtung. Auch interessant da oben zum Abstützen noch so ein Flock reingesetzt. Und jetzt kommen wir praktisch zum nächsten Innenausbau. Auch sehr krass, wie das hier aussieht, wie die das hier reingemacht haben. Das habe ich so jetzt im Vallo Alpino auch noch nicht gesehen. Bis dato meistens die Anlagen besucht haben, die nur den Ausbau jetzt von dem Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben, aber weniger die Anlagen, die dann von der italienischen Armee danach genutzt wurden. Diese Türen oder diese Zugänge muten hier so ein bisschen wie von so einem U-Boot an. Ja, dieses Ovale hier, auch interessant. Ja, hier, ihr könnt sehen, die Kabel, es ist nichts irgendwie abgeflext, abisoliert. Hier die diverse Beschriftung, dass es hier zum Ausgang geht. Es gibt anscheinend 2 verschiedene Zugänge. Oh hey. Okay, man kann jetzt schon wieder erahnen, wie weit das geht. Ich nehme mal eben kurz eine Taschenlampe, die da ein bisschen in die Distanz leuchtet. Jo. Wir können das sehen, wie weit das dahin geht. Ja, wir haben jetzt hier immer wieder diverse Beschriftung, nur Italienisch kann ich jetzt so gut wie gar nicht. Deshalb werden wir euch das auf jeden Fall einblenden, was das hier im Einzelnen heißt. Hier habt ihr auch noch einen Schaltkasten.
der hier verbunden ist und hier auch irgendwie, das wird wahrscheinlich zum Filtersystem hier oben gehören. Und hier geht es wahrscheinlich in den Mannschaftsbereich. Wer es von euch auch weiß, der kann natürlich hier auch gerne das hier in die Kommentare mitschreiben. Was mir auch aufgefallen ist, ist hier am Boden, hier sieht man es noch ganz gut, im Zugangsbereich, hier waren solche hellbraunen Fliesen angebracht, die sind aber zum größten Teil hier auch abgeschlagen. Ich weiß auch nicht warum, hier werden noch irgendwelche Maschinen gestanden haben. Man sieht auch hier in den Wänden noch Einkerbungen, die darauf schließen lassen. Und zum Teil Verankerung. Also hier wird ja auch höchstwahrscheinlich irgendwelche Aggregate gestanden haben. Da müsste man sich den Skizzenplan der Anlage nochmal anschauen. Hier Ausgang, das soweit kann ich noch euch das mitteilen. Aber man sieht hier auch überall die Elektrizität, hier auch nochmal ein großer Schaltkasten. Also was habt ihr halt in diesen Anlagen, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurden und nur dafür genutzt werden sollten, dann nicht. Das habt ihr wirklich dann nur in diesen Anlagen. Auch hier alles noch in einem sehr guten Zustand. Im Ersten Weltkrieg war das Ganze auch hier oben das Fort unter österreichischer Flagge und ja, später gehörte das erst zum italienischen Hoheitsgebiet. Centralino. Hier auch, sieht so ein bisschen aus wie für eine Telefonanlage, könnte das sein. Was steht denn hier? Malborcetto 0P6. Okay. Ja. Hier haben wir jetzt einfach den großen Raum, wo damals halt auch die Mannschafter untergekommen sind. Hier wahrscheinlich auch noch die Einkerbungen, wo Betten standen. Also meistens sind diese größeren Räume dafür vorgesehen gewesen. Auch interessant, was das hier oben ist. Ich kann das nicht ganz genau erkennen. Ist das irgendwas für die Messung der Luftfeuchte in der Anlage? Wahrscheinlich, ne? Camerata, Posti, Branda. Hier haben wir das erste taktische Zeichen. Nur ich weiß auch hier gerade wieder nicht, was das bedeutet. Ich musste mir die alle nochmal angucken, weil gerade in diesen Anlagen kommen die halt sehr oft vor. Wie gesagt, für die NATO-Streitkräfte, die hier untergekommen waren, war das schon mit elementar. So, und dann biegen wir einmal ums Eck, durchschreiten wieder so eine Zwischentür und hier kommt man schon zu dem zweiten Zugang bzw. Ausgang. Hier hat man noch mal eine Tafel angebracht, da werden höchstwahrscheinlich hier auch diese Zeichen, taktischen Zeichen reingeschoben worden sein oder irgendwelche Änderungen, das konnte man scheinbar immer wieder austauschen auch. So, und das ist dieser lange Parallelgang, wo wir da hinten vorhin einmal standen. Und hier kann man eine Treppe nach oben gehen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus unseren alten Videos. Da waren zum Teil die Treppen halt aus Holz. Ne? Und die sind natürlich alle weggegammelt. Da konnten wir die Treppen ja gar nicht mehr hoch und runter gehen. Und hier könnte man das jetzt. Das sind, ja, die sind auch sehr massiv. Oh, kann man jetzt hier eben hochgehen. Ja, wir gehen jetzt doch erstmal eben kurz hier diesen Parallelgang.
Also zum Teil erkennt man auch hier, ich blende das mal ein bisschen weg, noch alte Beschriftung. Aha. Auch hier scheint es hochzugehen. Ah, da oben ist auch eine Treppe. So wie es aussieht, kommt man hier jetzt wahrscheinlich zu den Gefechtsständen, weil wir müssen ja noch zu den ganzen Schießscharten kommen. Also da, wo dann die Maschinengewehre und Packs und so weiter verbaut gewesen sind. Und hier sind wir ja praktisch im Kern der Anlage. Die werden wir jetzt wahrscheinlich wieder über die Treppen einfach erreichen. Gut, dann werden wir das auch mal machen. Wir gehen mal zuerst mal hier hinten die eine Treppe hoch. Schauen wir zu den ersten Gefechtsstand. Diese Nummern scheinen wahrscheinlich darauf hinzudeuten, auf welchem Gefechtsstand man sich befindet. Auch hier dieses taktische Zeichen. Und das hier ist richtig krass. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Und man geht jetzt hier so einen betonierten Sockel noch hoch. Hier ist die Kabellage. Hier oben wird dann ein richtig großes Geschütz gestanden haben. Das ist wirklich mal was komplett anderes, was wir so auch noch nicht gesehen haben. Ja, wir können jetzt hier praktisch noch weiter hochgehen. Und hier oben wird vermutlich damals mal ein Geschütz gestanden haben. So, jetzt habt ihr das nochmal von hier oben, also hier komplett ausbetoniert, mehrere Stufen, wie so verschiedenste Plattformen. Allerdings ist hier dann die Wand nochmal zugemacht worden, aber das ergibt jetzt wenig Sinn. Entweder war es halt nur ein Zugang, aber die Schilder wiesen jetzt nicht drauf hin. Und hier guckt man nämlich raus. Ich vermute, dass hier hinter dieser großen Plattform, hinter dieser Wand, sage ich jetzt mal, eine Schießscharte ist, die jetzt hier einfach von innen praktisch verfüllt wurde. Ja, und hier geht's runter, da seht ihr den Aufstieg nochmal. Also das ist wirklich ganz interessant gemacht hier. So, wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt hier rausgekommen und hier ist es wieder ordentlich am Regnen. Hier ist auch noch irgendwas betoniert, jetzt müssen wir mal gucken, genau, das wird nämlich diese Wand gewesen sein hier. Genau, da haben wir noch rausgeguckt irgendwie. Und vermutlich hinter diesem ganzen Schutt muss dann die große Scharte gewesen sein. Irgendwie da unten in diesem Bereich. Warum die jetzt ausgerechnet zugemacht wurde, ist mir unklar. Naja. Ach du grüne Leute. Wir sind jetzt insgesamt einmal Betontreppen hoch und zweimal Wendeltreppen. Und jetzt müsste man noch so eine Leiter hier hoch. Ja, keine Ahnung, wo wir da jetzt hinkommen. Wir haben wirklich Glück mit den Metalltreppen und auch mit der Leiter, weil wir am Nachgang hier nochmal rein sind und das halt, wie gesagt, nachgenutzt haben. Weil normalerweise wäre das halt alles Holz und dann könnten wir diese Sachen nicht mehr hoch, beziehungsweise bräuchten dann Kletterausrüstung. Aber das ist alles noch sehr stabil, sodass wir es nutzen können. So wie es aussieht, müsste man hier zum Gefechtsstand mal irgendwie kommen. Also hier kommen wir tatsächlich jetzt in einen Gefechtsstand, wenn mich nicht alles täuscht. Breda, ist das nicht ein italienisches Maschinengewehr? Ich glaube ja.
dass hier Munition dafür gelagert wurde. Heißt, genau, hier ist die 3. Genau, haben hier das Maschinengewehr angeschlossen. Hier unten wieder die Apparatur, damit das Ganze hier entsprechend belüftet werden konnte, dass sich die Soldaten hier anschließen konnten, weil wenn diese Tür zu gewesen ist und die hier am Dauerfeuern sind, dann entstehen dann hier entsprechende Gase, die hier irgendwie raus müssen oder beziehungsweise dass man hier Luft bekommt. Und hier hat man auch nochmal, das sind jetzt diese Seilwinden. Ja, wahrscheinlich lässt sich das jetzt nicht mehr kurbeln, aber doch, es geht. Okay, es funktioniert. Da ist die Seilwinde, der Draht ist schon abgerissen und da hätte man hier draußen praktisch die Schade verschließen können, damit es nicht gesehen werden kann. Wenn man rausschaut, dann überblickt man nämlich hier genau das Tal, Zugangsweg. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Weg hoch. Also man musste jetzt wirklich 3 separate Stockwerke überwinden, wenn nicht sogar 4, um hier hinzukommen. Gucken wir mal, ob das hier noch geht. Ja, sehr leicht geht. Wir müssen in 2 Richtungen, also hier. Das funktioniert noch. Macht Höllenlärm. Krass. Ja, gehen wir hier mal weiter. Hier ist auch immer interessant bei diesen Zwischentüren zu den Gefechtsständen, dass man hier immer so eine Observationsmöglichkeit hat, innen und außen, um einfach zu sehen, wenn hier jemand an der Tür ist und es ist Gefecht, dass man sich nochmal versichern konnte, wahrscheinlich wer hier überhaupt vor der Tür steht, um die dann letztendlich zu öffnen. Jetzt wieder ein anderes taktisches Zeichen. Wir müssen die alle auf jeden Fall nochmal nachforschen, was die jetzt im Einzelnen bedeuten. Ich weiß es jetzt leider nicht mehr. Eine Zeit lang hatte ich einige auf dem Schirm, aber man ist auch nicht so oft da, um das nochmal zu verinnerlichen. Hier hat man jetzt wieder einen Seilzug. Wir können noch draußen sehen. Es kann vielleicht sein, dass wir hier draußen sogar hergegangen sind. Ja, da stehen wir nämlich jetzt innen an der Schade. Aber so wie das aussieht, wird auch nur hier wieder Maschinengewehr gestanden haben, kein größeres Geschütz. Weil die Anschlüsse hier unten verweisen auch drauf und der Platz. Aber man hat praktisch von beiden Seiten diese Möglichkeit, diese Schade dann ranzuziehen und wieder auszufahren. Ja, Kanone. Hier ist irgendwas mit einer Kanone DA9032. Stande die jetzt hier? Alter, das ist ja ein komisches Loch hier. SCR 300 UB9. Also wer das weiß, was es damit hier auf sich hat, das sieht ja sehr merkwürdig aus. Also das ist ungefähr so, so 40, 50 cm vielleicht, ja, 40 cm Umfang. Da von hinten verschlossen. Keine Ahnung, was das ist hier. Aber vielleicht weiß es einer von euch mit dieser Bezeichnung. Das sagt mir gar nichts. Aber hier steht halt auch irgendwas für Kanone DA9032. Okay, jetzt haben wir hier noch einen weiteren Zugang gefunden, der nicht gerade hoch ist, der hier angelegt wurde von den Soldaten, um unterirdisch, also das ist ja noch vom Ersten Weltkrieg, gewisse Bereiche zu schützen. Das ist halt wie so ein Altbergbaustollen hier. Gucken, ob der groß weitergeht, weil es gibt hier nämlich auch Verbindungstunnel, damit man nicht oberirdisch
laufen muss und dann vom Feind gesehen wird, aber das scheint hier nur, wobei, aha, okay, man kommt hier zu einer Schale. Stammt noch aus dem Ersten Weltkrieg. Da hat man hier die Kanone aufgesetzt, okay. Das ist da, wo wir vorhin da draußen hergegangen sind. Ja, wie gesagt, es gibt auch Verbindungsgänge, damit die nicht ganz oben auf dem Plateau laufen, weil die dann direkt von den Feinden bombardiert worden sind. So, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt ganz oben auf dem Gipfel, auf der Festung. Immer noch richtig stark am Regnen, aber naja, was soll man machen? Ist halt so. Gerne hätten wir jetzt nochmal die Drohne für euch gestartet, um euch hier diesen Ausblick einmal zu zeigen und die Festung insgesamt mit all dem, was hier drin ist. Und ja, das ist im Prinzip alles, was hier übrig geblieben ist. Das war das Werk A. Hier waren, ich glaube, auch alleine 4 Kanonen, Haubitzen zum Teil verbaut. Hier war zum Beispiel ein Drehturm verbaut gewesen. Vielleicht können wir euch noch mal ein paar Fotos da einblenden, der hier gestanden hat. Wie gesagt, das Werk hatte auch damals einen Volltreffer bekommen. Und wir schauen jetzt einmal. Hier geht es noch ein bisschen weiter. Es ist alles jetzt natürlich schon sehr stark zugewuchert. Man muss jetzt aufpassen, wo man hier hintritt. Man sieht zum Teil noch die Fundamente. Wie gesagt, man hat es nach dem Krieg dann auch nicht mehr so wirklich aufbauen können. Oder hatte ja auch gar nicht den Nutzen dazu. Hier, das war auch mal überdeckt. Die Soldaten sind hier auch einen separaten Grabensystem hier hochgekommen und nicht diesen oberirdischen Weg, den ich praktisch hier gegangen bin, weil die dann hätten von den Feinden gesehen werden können und somit auch wieder beschossen werden. Ja, jetzt muss man wirklich halt schauen, weil hier geht es auch direkt runter. Wir sind hier sehr exponiert. Und ja, das ist im Prinzip von der eigentlichen Festung hier übrig geblieben. Hier sieht man auch, hier gab es einen Aufgang. Hier hätte man noch weiter hochgehen können. Gucken wir hier eben in die Seite rein. Ah. Ja, da könnt ihr noch das Gemäuer sehen. Vielleicht komme ich hier hinten an der Seite vorbei. Dann können wir das uns auch noch mal angucken. Ihr seht ja, das ist alles zum Teil schon verschüttet. Hier ist noch ein Rundbogen. Hier wird ein Gang durchgegangen sein. Durch die Festungsanlage und einzelne Räumlichkeiten, die man jetzt nur noch erahnen kann. Das geht hier rein. Das ist halt auch alles schon sehr baufällig und der Rest wird auch noch einstürzen. Das wird nicht mehr lange halten, weil das Problem einfach ist, dass das hier jetzt natürlich bei so einer Witterung immer mehr ausgewaschen wird und ja, kann man einfach nicht mehr erhalten und hat somit keinen Zweck. Okay, ich werde jetzt erstmal wieder runtergehen. Also, bis gleich. So, ich habe doch noch mal den höchsten Punkt gefunden. Ich habe noch einen kleinen Schleichweg gefunden. Und das hier ist die Aussicht. Also ihr könnt euch denken, was hier letztendlich gestanden hat und was man hier praktisch überblicken konnte, um ja, das Tal zu sichern. Also man hatte hier wirklich den perfekten Spot, taktisch und strategisch, um hier gegen Angreifer vorzugehen. Jetzt gehe ich aber runter, also bis gleich. An dieser Stelle möchten wir die Möglichkeit nutzen, euch einige historische Fotos aus Zeiten des Ersten Weltkriegs von der österreichischen Festung zu zeigen. Im ersten Foto habt ihr nochmal eine Frontansicht der Festung selbst. Und hier in den nächsten Fotos werden die Panzerkuppeln gezeigt. Also man hat hier wirklich 360 Grad drehbare Panzerkuppeln verbaut gehabt. Sehr interessant ist auch der Tarnanstrich, den man hier aufgebracht hatte.
Und im nächsten Foto seht ihr schon einer der zerstörten Kuppeln. Und das darauffolgende Foto zeigt auch nochmal die Kuppel. Und was hier ganz gut zu erkennen ist, durch die Soldaten hat man auch einen ungefähren Größenvergleich, wie groß diese Kuppel da im Einzelnen gewesen ist. Die nächsten Fotos zeigen die Waffensysteme, die hier im Einzelnen bei der Festung und auch in dem näheren Umfeld zum Einsatz gekommen sind. Also es gab mehrere Mörser, also diverse Mörser mit verschiedenen Kalibern, Kanonen, die halt auch in den Schaden platziert wurden, und auch MGs bzw. Fliegerabwehr-MGs wurden auch in großer Zahl hier verbaut. In diesem Foto erkennt ihr auch nochmal ganz gut zwei der Haubitzen, die hier verbaut sind. Es handelt sich auch hier wieder um separate Türme, die eingelassen wurden, höchstwahrscheinlich ähnlich drehbar wie die Drehkanzel, die wir ganz zu Anfang gezeigt haben. Nur das Ganze hier etwas bodennah verbaut und ja, wahrscheinlich relativ schwierig für die Feinde auch zu sehen war. Die nächsten Fotos zeigen die bereits zerstörten Bereiche der Festung, als mehrere Volltreffer durch italienische Artillerie größere Teile der Festung zerstört haben, unter anderem hier auch zu sehen das Wachzimmer, wo, ja, ich glaube, es waren ca. 20 Soldaten, die bei diesem einen Volltreffer ums Leben kamen. Es waren mehrere Mannschaftssoldaten und auch Offiziere. Und ja, das sind jetzt die Fotos, die das Ausmaß der Zerstörung in dem Moment zeigt. Ja Leute, dann war es das jetzt erstmal hier mit den riesigen Bunkersystemen, was hier unter der Festung praktisch ja, noch zusätzlich installiert wurde im Zweiten Weltkrieg und dann nachträglich noch nachgenutzt wurde von den NATO-Streitkräften. Und es war mega spannend und ihr habt wieder einen Einblick bekommen, wie riesig eigentlich diese Anlagen wirklich gewesen sind, die man hier in die Alpen geschafft hat. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und schaltet ein. Bis dahin, ciao!